Mein Name ist Sarah Kumpf, ich bin Journalistin und bin dieses Jahr jetzt seit 10 Jahren in Bremen. Ich bin hierher gekommen, um an der Uni Bremen meinen Master zu machen und bin danach hier hängen geblieben, habe mein Volontariat bei Radio Bremen gemacht, war dann als Korrespondentin ein Jahr in Washington und bin seit mittlerweile über 3 Jahren wieder zurück und arbeite als freie Journalistin für Radio Bremen, aber auch als Moderatorin und Coach und Medientrainerin. Ich habe ein Bild aus meinem ersten Personalausweis mitgebracht, also muss so 97, 98 gewesen sein. Also ich weiß noch, es war ganz große Hip-Hop-Zeit in Stuttgart, wo ich herkomme, also 0711. Und ich weiß noch, als meine beste Freundin und ich das Foto damals gemacht haben in einem Automaten im Bahnhof, kam einer von Freundeskreis draußen vorbei und meine Freundin war total aufgeregt und sagte, komm schnell, Seku ist hier. Und ich sagte, aber ich muss doch mein Foto machen. Und ich glaube, da ist auch der Gesichtsausdruck entstanden. Also ja, Teenage-Mädchen halt. Als Teenager bin ich immer davon ausgegangen, dass ich jetzt erstmal mein Abi mache und dass ich dann auch studieren werde. Zuerst mal stand aber ein anderes großes Abenteuer auf meinem Plan und das war ein Jahr in Australien und Neuseeland. 2007 war für mich ein total spannendes Jahr, da hat sich ganz viel verändert. Da habe ich auch hier in Bremen meinen Master angefangen und bin deswegen auch umgezogen. Und persönlich hatte sich viel verändert und das war eine sehr aufregende Zeit und ich habe mich deswegen besonders gefreut, dass ich hier an der Uni Bremen so schnell reingekommen bin, dass es ein schöner Studiengang war, dass ich dort gut betreut wurde und ja, dass Bremen auch das mir so einfach gemacht hat, mich hier so schnell zu Hause zu fühlen. 2007 war, so wie ich mich erinnere, in der Uni Bremen viel im Umbruch. Also wie ich mich erinnere, wurde sehr viel gebaut. Ich glaube, an der Bibliothek wurde was umgebaut. Die war danach wunderbar, schön und neu. Und ein paar Jahre länger hat es gedauert, bis die GW2-Cafeteria fertig war. Ja, ich hatte so ein gutes Gefühl, hier zu sein. Da bewegte sich irgendwie was. Also überrascht hat mich an meinem Studium auf jeden Fall, dass ich so viel lesen musste. Professor Hepp war da streng. Wir hatten eine sehr lange Leseliste und das war auch, wenn wir unsere Seminare oft nur von Dienstag bis Donnerstag hatten, was mir sehr entgegenkam, mussten wir da echt viel Zeit reinstecken, dass ich da mitgekommen bin mit den ganzen Anforderungen des Studiums. Und genau das war aber das, weswegen ich nach Bremen gekommen war, weil ich mir bei einer Veranstaltung, die über den Studiengang informiert hat, das alles angeschaut hatte und da gedacht hatte, Mensch, das ist so richtig was, da hat man was an der Hand und lernt nochmal so richtig Grundlagen und das war das, was ich wollte und das ist auch das, was ich dann hier gekriegt habe. Heute erwarte ich von der Zukunft, dass es eigentlich erstmal so weitergeht wie in den vergangenen Jahren. Das heißt, dass ich als Journalistin weiter bei Radio Bremen bin und dass ich auch hier in Bremen bleibe. Das war lange gar nicht so klar. Und weil Radio Bremen so ein kleines Haus ist, entwickelt sich da auch immer mal was Neues und ich bin als Hörfunk-, Online- und Fernsehjournalistin auch sehr flexibel und da erwarte ich eigentlich auch, dass sich da in Zukunft immer so neue Möglichkeiten auftun werden und auf die freue ich mich auch. Also ich denke, für Bremen und auch für die Uni Bremen und auch für Radio Bremen bleibt ein großes Thema natürlich immer Geld. Wie gehen wir als Gesellschaft damit um, was hier in Bremen für Probleme herrschen? Wie gehen wir damit um, dass hier so viel Armut und so viel Arbeitslosigkeit ist? Und da frage ich mich schon, wie wir das hinkriegen können, dass eben Bremen sich vielleicht ein bisschen aufrappeln kann.